Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem ich es in einigen Videos ja schon angekündigt habe, geht es heute endlich an die Pistoliere. In Warhammer zählen sie als leichte Kavallerie und die Rolle der schweren Schlachtenkavallerie fällt den Rittern des Imperiums zu. Allerdings sehen die Pistoliere aus wie Kürassiere der frühen Neuzeit. Es wird also Zeit, sich mit dieser leichten, schweren Kavallerie zu befassen. Das Wort Kürassier kommt vom französischen Kürassier, was sich vom französischen Wort für einen Lederpanzer, den sogenannten Kürass, ableitet und beschreibt einen mit einem Kürass ausgestatteten Reiter der schweren Kavallerie. Der Begriff Kürass kam bereits im 15. Jahrhundert im deutschen Sprachraum auf und bezeichnet eine Oberkörperpanzerung aus, wie könnte es anders sein, Leder. Um 1500 entstand dann auch die Bezeichnung Kürisser für einen schweren Reiter. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts bestand fast die gesamte schwere Reiterei aus Kürassieren. Die Bezeichnung selbst wurde aber erst in den Koalitionskriegen Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts üblich. In einigen Streitkräften Europas werden heute immer noch Einheiten aus traditionellen Gründen als Kürassiere bezeichnet. Der Kürass wird zum Teil noch heute bei zeremoniellen Anlässen getragen. Das Household Mounted Regiment der britischen Armee, das die berittene Wache vor Horse Guards stellt, ist zum Beispiel so eine Einheit. Bei einem Besuch des Horse Guards Museum sagte dazu ein sehr freundlicher älterer Herr, der dort die Aufsicht geführt hat: An sich hat die Einheit einfach nur die Pferde gegen Panzer ausgetauscht. Der Rest ist gleich geblieben. Den Kürass darf man aber nicht mit dem Küriss verwechseln. Das ist auch eine Rüstung und auch dabei handelt es sich um einen Reiterharnisch, allerdings schützt der den Körper vollständig, so wie eine Plattenrüstung. Der Kürass schützt nur Brust- und Bauchbereich. Zum Küriss wurde außerdem in der Regel ein geschlossener Helm getragen. Im späten 16. Jahrhundert wurde es üblich, einen knielangen Küriss ohne Unterbeinzeug zu tragen. Das heißt, die Rüstung unterhalb des Knies wurde einfach weggelassen. Er zählt zu der Gruppe der Halbharnischen, von denen gab es auch Varianten für Infanteristen, aber da komme ich dann zu, wenn ich mich mit Pikenieren befasse. Wie die Lancierer, also die Lanzenreiter, entstanden Kürassiere in der frühen Neuzeit. Beide Truppengattungen zusammen bildeten die schwere Kavallerie. Die Kürassiere waren das Bindeglied zwischen den Rittern des Mittelalters und der Kavallerie der Neuzeit. Besonders die Entwicklung der Radschlusspistolen trug zu ihrer Entstehung bei. In der Schlacht von Mühlberg 1547 wurden zum ersten Mal mit Pistolen bewaffnete Reiter in die Schlacht geschickt. Daraus gingen die späteren Kürassiere hervor. Bis ins 17. Jahrhundert trugen sie einen sogenannten Trabharnisch, der dann bis zum Knie reichte und wie unsere Pistoliere hier den auch haben. Dazu einen geschlossenen Helm oder eine Sturmhaube, wie auch die Modelle hier. Seit dem 16. Jahrhundert waren Kürassiere mit 2 Pistolen bewaffnet und einem Rapier oder Degen. Vor allem Männer von Stand strebten eine Aufnahme bei den Kürassieren an, weil sie so an die ritterlichen Ideale des Mittelalters anknüpfen wollten. Wie bereits im ersten Video der Reihe erwähnt, war ein Angriff mit eingelegter Lanze auf die mit Piken ausgerüstete Infanterie geradezu selbstmörderisch. Entsprechend entwickelten sich Manöver wie die Caracolla. Caracolla leitet sich vom spanischen Wort für Schnecke, Caracol, ab. Die Kavallerie ritt dabei in mehreren Reihen auf den Feind zu. Sobald sie in Reichweite war, feuerte sie Salven mit ihren Pistolen und dann drehten die Kürassiere sofort wieder ab. Die konnten mit ihrem Pistolenpaar zweimal feuern, die sogenannten Bandelierreiter mit einer Arkebuse nur einmal, dafür aber auf größere Entfernung. Ich vermute mal, dass diese Bandelierreiter die Idee hinter den Schützenreitern des Imperiums sind. War der Gegner durch den Angriff ausreichend geschwächt, ging die Reiterei dann mit gezogenem Degen zum Angriff über. Was vor allem die Caracolla begünstigte, war die Entwicklung des Radschlosses. Im Gegensatz zum Luntenschloss, bei dem eine brennende Lunte in eine Zündpfanne gedrückt wird, reibt hier ein Zündmittel, für die Radschlosspistolen wurde dafür Pyrit, also der Schwefelkies, benutzt, über ein Reibrad. Durch die entstehenden Funken wird das Zündpulver gezündet und die Waffe wird abgefeuert. Die Radfeder, die die Drehung ermöglicht, wurde während des Ladevorgangs mit einem Schlüssel gedreht, bis der Mechanismus komplett gespannt war und so blockierte. Wenn der Abzug gezogen wurde, löste sich diese Sperre, das Rad begann sich zu drehen und der Zündvorgang begann. Das ist jetzt eine sehr einfache Erklärung des Mechanismus und wenn es jemand von euch besser weiß, schreibt es gerne in die Kommentare, aber um die genaue Funktion von Waffen geht es ja hier auf dem Kanal auch gar nicht. Wie auch schon bei den Rondagieren lege ich euch das Video zur Schlacht von Rocroi aus Alatrist ans Herz. Da wird nämlich eine Pikenformation von der Kavallerie genau auf die Weise angegriffen. Vorreiten, abfeuern, abdrehen. Dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie so ein Angriff und auch die Abwehr davon ausgesehen haben könnte.
Aber zurück zu den Kürassieren und ins 17. Jahrhundert, genauer gesagt in den Dreißigjährigen Krieg. Gustav Adolf von Schweden schaffte das Karakulieren im Dreißigjährigen Krieg bereits sehr früh ab, weil der Anteil der Pikeniere in den Infanterieregimentern immer weiter zurückgegangen, dafür aber der Musketiere immer mehr gestiegen war. Das gleiche tat auch der kaiserliche Feldherr Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim, weil er diese Angriffsart für feige hielt. Seine Kürassiere gingen nach dem ersten Schuss sofort in den Nahkampf über. Wem von euch jetzt die Redensart "Ich kenne meine Pappenheimer" durch den Kopf geht, der hat hier auch schon eine richtige Fährte, aber dazu komme ich am Ende. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts trugen Kürassiere dann meist nur noch den Brust- und Rückenpanzer, außerdem einen offenen Helm, die sogenannte Zischegge. Das ist ein Reiterhelm mit Wangen- und Nackenschutz. Die Pistoliere hier tragen übrigens eine Sturmhaube. Um 1700 wurde diese Zischegge endgültig durch einen Hut mit Hutkreuz ersetzt. So ein Hutkreuz ist ein eisernes Band, das zum Schutz vor Hieben über oder unter dem Hut getragen wurde. Im 18. Jahrhundert bestand die Ausrüstung der Kürassiere dann aus 2 Pistolen, einem Karabiner und dem Pallasch. Das ist ein schwerer Reitersäbel. Während der Türkenkriege war es noch üblich, dass die Kürassiere Salvenfeuer abgaben, während man in Westeuropa bereits direkt in den Nahkampf überging. Trotzdem wurden in Westeuropa vorher auch noch alle Feuerwaffen eingesetzt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts trugen dann viele schwere Kavalleristen in Europa überhaupt keinen Kürass oder Hutkreuz mehr. Erst Napoleon erhöhte die Zahl der Kürassierregimenter während seiner Herrschaft auf 14 und stattete sie alle mit Vollkürass und Metallhelm aus. Sie waren die Kavallerie des Kaiserreichs und führten oft den entscheidenden Vorstoß gegen den Feind. Es gibt da eine schöne kleine Anekdote, in der die Kommandanten der Kürassierregimenter an Napoleon herantraten und darum baten, Bärenfellmützen tragen zu dürfen. Die waren damals ein Zeichen von einem elitären Status, wie ihn zum Beispiel die alte Garde Napoleons hatte, woraufhin Napoleon den Offizieren erklärte, die Kürassiere würden sowieso als die Elitekavallerie Frankreichs angesehen werden und dass sie es gar nicht nötig hätten, mit so äußeren Zeichen noch ihren Elitestatus zu unterstreichen. Aber die Geschichte der Kürassiere geht ja auch nach den Napoleonischen Kriegen noch ein bisschen weiter. Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 waren auch noch auf beiden Seiten Kürassiere im Einsatz. Der bekannteste dürfte dabei die Schlacht bei Mars-la-Tour gewesen sein, die man auch unter dem Namen von Bredows Todesritt kennt. Die preußische Kavallerie unter Generalmajor Adalbert von Bredow schaltete in der Schlacht die französische Artillerie und die Kavalleriereserve aus, was die Annahme bestätigte, dass Kavallerie weiter ein wichtiger Bestandteil der Kriegsführung sein würde. Die Folge davon war, dass Reiterei wie die Kürassiere noch bis in den Ersten Weltkrieg Teil vieler Armeen waren. Erst im Stellungskrieg wurden der Rosshaarhelm und der Brustpanzer dann durch Stahlhelm und Tarnfarben ersetzt. Genauso wie die farbenfrohen Uniformen, die zum Teil bis kurz vor den Ersten Weltkrieg noch getragen wurden. Die Bezeichnung Kürassiere ist heute, wie bereits erwähnt, aber immer nur aus Traditionsgründen im Namen von einigen Panzerregimentern zu finden. Wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zur Redensart "seine Pappenheimer kennen", denn die geht wirklich auf das Kürassierregiment Pappenheimer zurück. Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim, der dieses Regiment aufgestellt hatte, war gebildet, galt aber gleichzeitig als draufgängerisch, furchtlos und zuverlässig. Alles Eigenschaften, die mit dem Selbstverständnis der Kürassiere übereinstimmten. Die Entschlossenheit seines Regiments wurde dann auch im Sprichwort "Ich kenne meine Pappenheimer" festgehalten. Ursprünglich war das nämlich eine positiv gemeinte Aussage, weil mit der Mitgliedschaft im Regiment Pappenheim Mut, Treue und Tapferkeit verbunden wurden. Heutzutage ist es dann doch mehr auf kleinere menschliche Fehler und Unzulänglichkeiten bezogen, soll aber auch gleichzeitig zeigen, dass man mit der Person in einer freundschaftlichen oder anderen persönlichen Art verbunden ist. Zu Pappenheim selber gibt es noch zu sagen, dass er den Spitznamen Schrammenheinrich oder auch Schrammenhans bekam, weil er so oft verwundet wurde im Gefecht. Allein in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag soll er 20 Hieb- und Stichwunden erlitten haben. Im weiteren Verlauf des Dreißigjährigen Krieges erlitt er dann weitere Verletzungen, vor allem im Gesicht, weil er schlicht und simpel immer mit offenem Visier in die Schlacht ritt. Der Weg war dieses Mal ein bisschen sehr weit, von der frühen Neuzeit bis hin zum Ersten Weltkrieg, denn die Geschichte der Kürassiere endet eben nun mal nicht mit der Aufstellung der Berufsarmeen wie die Geschichte der Landsknechte. Aber das Video ist jetzt an seinem Ende angekommen, diesmal nicht so farbenfroh wie bei der Infanterie, aber zu den Pistolieren hätte das auch gar nicht so gepasst. Da habe ich mich dann doch lieber von den schwarz gerüsteten Kürassieren von Gottfried von Pappenheim inspirieren lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir wie immer einen Like oder Kommentar da, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.